Hallo, es ist wieder soweit. Unser Porsche braucht einen großen Service. Das heißt, neue Wasserpumpe, neue Riemen und bei der Ausfahrt des PFF ist uns auch noch der große Wasserschlauch geplatzt. Das war mal wieder peinlich für unseren kleinen Porsche. Aber nun machen wir alles neu. Da wir später noch den Anlasser abklemmen müssen, beginnen wir mit dem Ausbau der Batterie. Die Verteilerkappe muss auch entfernt werden. Die obere Zahnriemenverteilung hat wieder viele Schrauben. Es ist halt ein Porsche. Verkleidung des Nockenwellenrades. Vorsichtig aus den Passhülsen. Eigentlich könnte der Verteilerläufer bei dieser Reparatur drin bleiben, es ist mir nur zu riskant, ihn mit anderen Werkzeugen zu beschädigen. Vorsichtig, nicht diese Hülsen verlieren. Die Feineinstellung der Nockenwelle wird durch 3 5×20 mm Schrauben gesichert. Um das Kühlwasser vollständig aus dem Motor zu bekommen, öffnen wir auch die Entlüftung oben. Der Unterbodenschutz mit seinen 11 Schrauben muss ausgebaut werden. Ebenso der untere Teil der Stoßstange mit noch viel mehr Schrauben. Das ist aber kein Biss, schlichtweg nur ein Riss. Wir nehmen den Schlauch von dem Ausgleichsbehälter zur Wasserpumpe ab. Die Lüfterbatterie wird abgeschraubt und nach unten entnommen. Zur Blockierung der Kurbelwelle muss der Anlasser ausgebaut werden. Zum Lösen der Zentralschraube an der Kurbelwelle gibt es ein Spezialwerkzeug. Wer dieses nicht hat, kann sich auch mit einem Inbusschlüssel behelfen. Das war's. Die Demontage der Riemen beginnt mit dem Servoriemen. Hierfür lockern wir zuerst die Halterung der Servopumpe. Danach muss der Spanner geöffnet werden. Vorsicht, die linke Seite sollte Linksgewinde sein, wenn der Spanner nicht verkehrt rum montiert wurde. Nun den Spanner drehen, bis sich der Riemen entnehmen lässt. Eine halbe Stunde später haben wir es geschafft. Wir sind am Ende und können den Riemen abnehmen. So. Die Servopumpe muss komplett demontiert werden. Ihre Schläuche bleiben angeschlossen. Wir hängen die Pumpe auf. Nachdem man diese Buchse Haus hat, kann die Servopumpe seitlich zum Schlitz ein- und ausgeparkt werden. Die gleiche Geschichte auf der anderen Seite mit der Lichtmaschine. Lockern. Wiederum die linke Seite sollte Linksgewinde sein. Wir demontieren den unteren Zahnriemenschutz. Immer schön Ordnung halten. Durch Lösen der Schraube am Spanner wird der AGW-Riemen entspannt. Und der Riemen kann abgenommen werden. Die obere Andruckrolle des AGW-Riemens wird ebenfalls weggeschraubt. Der Motor wird auf OT gestellt, indem man ihn so weit dreht, bis diese Maike mit dieser Maike übereinstimmt. Die Zentralschraube der Kurbelwelle kann entnommen werden. Mit ihr wird das Antriebsrad der Servopumpe demontiert.
Das Antriebsrad der Lichtmaschine ist mit 4 Schrauben befestigt. Für die Abnahme des Zahnriemens brauchen wir ein kleines Spezialwerkzeug. Ich habe hier mal was gebastelt. Wir lösen diese Mutter und die Klemmschraube des Spanners. Mit dem Spezialwerkzeug wird der Spanner voll gegen die Feder gedrückt und die Klemmschraube wieder angezogen. Okay, sehr schön. Wir demontieren die obere Andruckrolle des Zahnriemens. Zum Abziehen des Zahnrades für die Ausgleichswellen ist eine pressende Druckscheibe praktisch. Je nach Verrostungsgrad der Kurbelwelle kann das Abziehen des Antriebsrades für den AGW-Riemen relativ schwierig sein. Wir demontieren das Führungsblech für den Zahnriemen. Der Zahnriemenspanner wird nicht an diesen Schrauben demontiert, sondern an den 3 versteckten hier hinten und eines noch oben. So. Bevor wir den Spanner entnehmen können, müssen wir erst die Spannung abbauen. Drehschraube lockern, Spannschraube lockern und klack macht es. Wir lösen die 3 Muttern und schrauben sie aus. Wir entnehmen den Zahnriemenspanner. Das gleiche Werkzeug kann auch zum Grundern der Antriebsräder auf den AGW-Wellen benutzt werden. Da die Zahnräder 2 Nuden haben, markiere ich mit roter Farbe einen Bezugspunkt. Das Antriebsrad der unteren Ausgleichswelle wird auf die gleiche Weise gelöst und abgeschraubt. Das Abziehen dieser Zahnräder gestaltet sich etwas einfacher als bei der Kurbelwelle. Nachdem nun der ganze restliche Müll entsorgt ist, können wir die hintere Zahnriemenabdeckung abschrauben. Es sind nur 3. Was? Zum Abdichten der Kurbelwelle muss das Antriebsrad des Zahnriemens demontiert werden. Dies kann je nach Rostzustand der Kurbelwelle eine mühselige Angelegenheit werden. Wir ziehen langsam das Rad von der Welle. Eine Stunde später sind wir soweit. Nun sehen wir, warum das Abziehen so schwierig war. Die Kurbelwelle ist ganz gut angerostet. Das Abziehen der Passfeder ist das nächste Geduldsspielchen. Mit einer Zange war die Situation hier hoffnungslos. Es half nur ein Pfeilkloben, der mit brachialer Gewalt angezogen wurde. Und wir haben geschafft. Ja. Nach Abnahme der Druckscheibe können wir den Simmering von innen her aushebeln. Wir entnehmen die Runddichtung und ziehen die darunterliegende Zahnhülse, die für den Antrieb der Ölpumpe zuständig ist, aus der Kurbelwelle. An alle Liebhaber des 944, schaut mal, wie nötig diese Dichtung zu wechseln war. Leider ist mein Spezialwerkzeug zum Eintreiben des Simmerings an der Kurbelwelle etwas zu klein. Also muss ein Stück von unserem Birnbaum dran glauben. Die Zahnhülse wird in den Simmering gesteckt und beide zusammen mit dem neuen Werkzeug eingetrieben. Neuer O-Ring und fertig. Die Passfeder der Ausgleichswelle kann mit dem Schraubenzieher ausgehebelt werden. Weiter geht's mit dem Lagergehäuse der oberen Ausgleichswelle. Das Lagergehäuse kann entnommen werden. Die Richtung steckt hier unten im Lagergehäuse. Die Ausgleichswellen drehen in unterschiedliche Richtungen. Deshalb muss man beim Tausch der Simmeringe darauf achten, dass man jeweils den entsprechenden Simmering einbaut. Hier an dem kleinen Pfeil rechtsdrehend und das ist der rechtsdrehende Simmering. Hier haben wir einen linksdrehenden Simmering. Der Simmering wird entnommen, indem man langsam mit dem Schraubenzieher von innen nach außen anhebelt und rundherum geht. An dieser Stelle sitzt diese dünne Polyesterdichtung. Mal gucken, dass wir die runterkriegen. Die klebt jetzt gut mit Öl fest, das Wasser. So. Das Wasser.
Hinten am Lagergehäuse ist ein O-Ring. Diesen wechseln wir natürlich auch. Die Polyesterdichtung muss ganz vorsichtig hinten auf die Welle gesetzt werden. Nicht knicken, sonst hat sich der Fall erledigt. Der O-Ring wird etwas eingeölt und das Lagergehäuse aufgesetzt. Die 3 Schrauben werden wieder eingedreht und langsam angezogen. Die Distanzhülse fetten wir mit Dimolybdensulfatfett und stecken sie auf die Welle auf. Der Simmering wird an der Innenlippe eingeölt und auf die Achse gesteckt. Der Simmering wird vorsichtig mit den Fingern außenrum angedrückt und dann mit dem Holzwerkzeug auf die Welle getrieben. Zum Schluss können noch ein paar Hammerschläge sinnvoll sein und dann kontrollieren, ob der Ring auch richtig auf der Welle sitzt. Die Passfeder wird mit der Rundung in Richtung des Mittelpunkts der Welle wieder aufgesetzt, eingedrückt und mit einem kleinen Schlag in die Nut befördert. Das Lagergehäuse wird mit 20 Newtonmetern festgezogen. Bei der nächsten Welle weiter. Die Passfeder habe ich schon. Beim unteren Lagergehäuse darauf achten, dass zusätzlich zu den 3 Schrauben von vorne auch noch eine Schraube von hinten verbaut ist. Das Lagergehäuse vorsichtig von der Welle abziehen und entnehmen. Immer sauber bleiben. Keine Angst, es ist nicht meine Zahnbürste. Ich habe die von der Kamera vorgenommen. Oh man, this thing is so blue. Nach dem Ausbau des Simmerings wird das Lagergehäuse wieder montiert. Der Simmering wird gut geölt, wieder angedrückt, vorsichtig eingeschlagen und dann noch ein dezenter Schlag mit dem Hammer. Die Passfeder wird auch wieder in die Nut der Welle gedrückt. Normalerweise müsste man auch den Simmering an der Nockenwelle tauschen, dies haben wir aber schon bei der großen Zylinderkopfreparatur getan. Wasserpumpen lösen ist immer eine besondere Freude, da kann es leicht passieren, dass eine Schraube abgeht. Insgesamt ist die Wasserpumpe mit 11 Schrauben und Muttern befestigt. Vorsicht, die Schrauben und Muttern haben unterschiedliche Längen, deswegen unbedingt Reihenfolge notieren. Nach der letzten Schraube ein beherzter Ruck und los ist die Wasserpumpe. Mit einer Sägeringzange wird die Wellensicherung entnommen, damit der Thermostat ausgebaut werden kann. So viel ist von der unteren Dichtung des Thermostats noch übrig. Ein neues Thermostat wird in die Pumpe eingesetzt und der Sägering vorsichtig in die Nut geklopft. Made in... Das gibt's nicht. Germany! Da die Gewinde mit Loctite verklebt waren, säubern wir alle Gewindegänge. Um richtig an die Stehbolzen zu kommen, habe ich hier ein kleines Spezialwerkzeug gebastelt. Wir müssen die Dichtflächen gründlich reinigen, sonst ist das Leck vorprogrammiert. Hierzu benutze ich diesen selbstgebastelten Schaber aus einem Stück Kupferrohr. Hat den Vorteil, das Kupfer ist noch weicher als das Aluminium vom Motor. Eine Stunde später sieht die Sache schon viel sauberer aus. Sicher ist sicher, daher bestreiche ich die Dichtfläche zuerst mit Flächendichtung. Dann wird die eigentliche Dichtung in die Dichtmasse eingedrückt. Und zuletzt wird auch noch die Wasserpumpe mit Flächendichtung eingerieben. Die Pumpe wird eingesetzt und wir haben die einzelnen Schrauben nummeriert, um sie in der Reihenfolge von innen nach außen im Zickzack in mehreren Stufen anzuziehen. Aufgrund der Flächendichtung müssen wir nun relativ schnell arbeiten. 7 ist auch Jetzt Mutter. geht's rund, sagte der Spatz und flog in den Ventilator. 6 ist ja unten irgend. Wo ist 5? 5 Gegenseite unten. Ist die, wo ich nie finde. Ja. Was habe ich jetzt, die 5? Ist ja auch gleich Die 3 gleich. 3.
Ich beginne bei 4 Newtonmetern. Weiter geht es mit 6 Newtonmetern. Und das finale Anzugsmoment beträgt 8 Newtonmeter. Der Heizungsschlauch wird an die Pumpe angeschlossen. Vorsichtig, dass die Klemme richtig sitzt. Ihre Zahnriemenverkleidung wird wieder eingesetzt und mit ihren 4 Schrauben befestigt. Das Zahnrad der Kurbelwelle wird eingesetzt. Die Zahnräder für die Ausgleichswellen haben 2 Nuten. Für die obere Welle muss die Bordscheibe, die hier eine Nase hat, so sitzen, dass das O im großen Loch ist. Das Zahnrad der oberen AGW wird aufgesetzt, die Stellung der Maige nochmal kontrolliert, ein kurzer Schlag und drauf ist das Rad. Bordscheibe aufsetzen, Schraube eindrehen, die Spezialschlüssel gegenhalten und mit 45 Newtonmetern anziehen. Bei der unteren AGW muss die Bordscheibe so sitzen, dass das O im kleinen Schlitz ist. Für das Zahnrad der unteren AGW folgt die gleiche Prozedur wie O. Zahnrad aufsetzen, kurzer Schlag, Bordscheibe drauf, anschrauben und mit 45 Newtonmetern anziehen. Der Zahnriemenspanner wird in den Schraubstock gespannt und die alte Laufrolle entfernt. Von deutschen Mechanikern ist selbstverständlich, dass das genutzt wird. Das Mittagessen müssen wir auch noch waschen. Wir schrauben die Rolle mit neuer Sicherungsmutter wieder auf den Spanner. Der Drehmomentschlüssel wird auf 45 Newtonmeter eingestellt und die Rolle angezogen. Zur Montage des Zahnriemens muss der Riemenspanner wieder gespannt werden. Die obere Andrückrolle des Zahnriemens wird eingesetzt und festgezogen. Die Montage der Riemen beginnt mit dem Zahnriemen. Wir legen diesen vorsichtig ins Gehäuse. Und der Zahnriemenspanner sitzt zusammen mit dem Zahnriemen im Fahrzeug. Die Muttern der Spannergrundplatte wieder einsetzen und nochmals kontrollieren, ob alle auf ihren Positionen sitzen. Der Zahnriemenspanner wird mit 20 Newtonmeter angezogen. Die untere Umlenkrolle für den Zahnriemen am S2 wird auch montiert und mit 45 Newtonmetern angezogen. Zuletzt wird der Zahnriemen über das Antriebsrad der Nockenwelle gezogen. Hierbei kann es nötig sein, die Nockenwelle einen halben Zahn vor- oder zurückzuziehen. Jetzt müssen die Steuerzeiten stimmen. Oben kontrollieren und dann am Schauloch an der Kupplungsglocke. Das Führungsblech, den Zahnriemen, dürfen wir auch nicht vergessen. Wir spannen den Zahnriemen. Auf das Antriebsrad des Zahnriemens kommt das Antriebsrad für den AGW-Riemen. Für den AGW-Riemen brauchen wir unten eine Spannrolle und oben eine Leerlaufrolle. Hier die Leerlaufrolle. Die AGW-Wellen müssen auf die Bezugsmarken eingerichtet werden. Der Zahnriemen für die Ausgleichswellen wird aufgelegt. So, dies ist das Riemenrad für den Generator. Das Antriebsrad wird mit 4 Schrauben festgeschraubt und mit 13 Newtonmetern angezogen. Wir haben die Bezugsmarken der Ausgleichswellen richtig eingestellt und fixieren nun den Spanner. Der Zahnriemen für die Ausgleichswellen wird nur schwach gespannt. Die Spannung ist gut, wenn er sich um 135 Grad drehen lässt. Ich habe die Stellung des AGW-Riemens und seine Spannung nochmals überprüft. Nun wird die Spannschraube mit 45 Newtonmeter festgezogen. Die Leerlaufrolle des AGW-Riemens. Die Einstellung erfolgt später. Die Antriebsscheibe der Servopumpe und die große Zentralschraube der Kurbelwelle. Nun können wir den Motor langsam durchdrehen. Sehr wichtig ist, dass die Zentralschraube mit 210 Newtonmeter angezogen wird. Hier geht es wirklich nur mit Drehmomentwerkzeug.
fehlt noch. Ja. Nachdem der Motor zweimal durchgedreht wurde, muss der Zahnriemenspanner nun nochmal gelöst werden und dann mit 20 Newtonmeter angezogen. Die Rolle wird so eingestellt, dass sie oben maximal 1 mm andrückt und unten 0,5 mm Freiraum hat. Der Anlasser wird vorsichtig eingesetzt und mit seinen 2 Schrauben verschraubt. Eine, 2. Die 2 Leitungen des Anlassers werden wieder angeschraubt und vorsichtig festgezogen. Wir setzen die Lüfterbatterie ein. Festschrauben und die Versorgungsleitungen mit Kabelbindern sichern und die Stecker wieder auf die Lüfter stecken. Der neue Kühlwasserschlauch kommt ins Fahrzeug. Lange Zeit war es ein großes Problem, dass diese Stutzen zu waren und erst aufgebohrt werden musste. Nun werden die Pumpen aber mit offenem Stutzen geliefert. Seit mir der erste Stutzen undicht war, verklebe ich die Stutzen immer zusätzlich noch mit Flächendichtung. Auch der Schlauch zum Ausgleichsbehälter wird wieder angeschlossen. Die Hilfsschrauben entfernen und den Verteiler wieder einsetzen. Der Verteiler muss so installiert werden, dass er bei OT leicht schräg nach links oben zeigt. Verteilerkappe aufsetzen und festschrauben. So, mit der Verteilerkappe ist die Zündung fast fertiggestellt. Hinten dran Zylinder 3 ist hier oben und jetzt haben wir zum Befüllen des Kühlsystems öffnen wir die obere Entlüftungsschraube und füllen hier jede Menge Kühlflüssigkeit ein. Die Batterie wird angeschlossen. So, zur letzten Sicherheit drehe ich den Motor nochmal mit allen eingebauten Teilen durch. So, nun kommt der entscheidende Moment. Vor der Installation der weiteren Riemen muss die untere Zahnriemenabdeckung auf das Auto. Der nächste Riemen in der Reihenfolge ist der Antriebsriemen der Lichtmaschine. Der Spanner wird so lange verdreht, bis der Riemen die richtige Spannung hat. Danach werden die Schrauben der Halterung festgezogen. Und zuletzt kommt der Antriebsriemen für die Servopumpe. Der Spanner der Servopumpe wird montiert. In diese Richtung wird der Riemen straffer. Wenn sich der Riemen auf 83 mm zusammendrücken lässt, ist die Spannung gut. Die Kontermuttern des Spanners werden wieder angezogen. Linke Seite Linksgewinde. Die Halterung oben nicht vergessen. Gut, fertig, Feierabend. Die Unterseite der Stoßstange wird wieder angeschraubt. Immer bei Porsche haben alle Teile viele verschiedene Schrauben. Bis auf die Verkleidung sind alle Teile eingebaut und alle Kartons leer. Und zu guter Letzt kommt auch noch die Unterbodenverkleidung an den Porsche.
11 Schrauben. Es ist ein Porsche. Jede Reparatur hat mal ihr Ende. Also ich bin dann mal weg.